Inmitten der intensiven Mittagssonne im Maquena-Wildlife-Reserve fegten heiße Winde durch die Bäume und machten den Wald trocken und gefährlich. Ein winziges schwarzes Pantherjunges versucht, einem Rudel hungriger Hyänen zu entkommen, die es bei der Jagd am Tag entdeckt haben. Die zitternden Schritte des Leopardenjungen hallten auf dem trockenen, harten Boden wieder und vermischten sich mit dem furchterregenden Knurren, das von hinten kam. Sein schwarzes Fell war mit Schmutz und Kratzern bedeckt, was darauf hindeutete, dass die Jagd alles andere als einfach gewesen war. Jeder Sprung des Leopardenjungen verbrauchte das letzte Quäntchen Kraft, das seinem winzigen Körper noch geblieben war. Seine Augen waren voller Angst, als es zurückblickte und sah, dass die Hyänen immer noch keine Anzeichen von Aufgeben zeigten. In Panik rannte das Leopardenjunge in den dichten Wald, in der Hoffnung, ein sichereres, vorübergehendes Versteck zu finden. Ein trockener Ast peitschte heftig gegen seine Seite, sodass er zu Boden stürzte und sein Atem sofort schnell und angestrengt wurde. Leicht verletzt, aber völlig erschöpft, konnte sich das Leopardenjunge nur noch unter dem dichten Gras zusammenrollen, um der sengenden Sonne zu entfliehen. Der Nachmittag verging in bedrückender Stille und ließ ein winziges Wesen zwischen Angst und Einsamkeit ringen. Als das intensive weiße Sonnenlicht durch das dichte Blätterdach drang, wurde der Maquena-Wald allmählich heißer und unwirtlicher. Das schwarze Pantherjunge richtete sich langsam auf, sein Körper zitterte noch immer vor Erschöpfung und dumpfen Schmerzen. Seine schwachen Schritte führten es zu dem Feldweg, auf dem die Ranger regelmäßig mittags patrouillierten. Aus der Ferne war im hellen Sonnenlicht der grüne Streifenwagen des Reservats zu sehen. Das Leopardenjunge hatte nicht mehr die Kraft, wegzulaufen, wie es der natürliche Instinkt eines wilden Raubtiers ist. Statt wegzulaufen, näherte es sich den Menschen mit verzweifelten Augen und flehenden Hilferufen. Als Daniel Carter aus dem Auto stieg, klammerte sich das Leopardenjunge sofort fest an sein Bein, als suche es einen sicheren Zufluchtsort. Ihre winzigen Füße klammerten sich fest an den Lederstiefel, als wäre er der letzte Zufluchtsort ihres Lebens. Sein Maul öffnete sich leicht und stieß schwache Rufe aus, die völlig frei von jeglicher Wildheit waren, die einem Raubtier angemessen wäre. Dieser Moment ließ das gesamte Rangerteam sprachlos zurück, alle waren überwältigt von Emotionen und Überraschung. Daniel Carter blieb regungslos und wagte es nicht, sich groß zu bewegen, um das Leopardenjunge nicht noch mehr zu erschrecken. Samuel Mbeki gab seinen Kollegen sofort ein Zeichen, einen sicheren Abstand zu dem kleinen Tier einzuhalten. Die Gruppe beobachtete aufmerksam und stellte fest, dass das Leopardenjunge keinerlei Anzeichen von Aggression oder Feindseligkeit zeigte. Seine Augen waren nur von Angst, Erschöpfung und der Sehnsucht nach Schutz erfüllt. Daniel beugte sich hinunter und sprach leise und beruhigend, um dem Tier ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln. Das Leopardenjunge klammerte sich fest an sein Bein, als wolle es in dieser gefährlichen Situation nicht loslassen. Unter der hellen Mittagssonne wurden die kleinen Kratzer an seinem Körper allmählich sichtbar. Samuel fertigte einige Fotos an, um den anfänglichen Zustand des Tieres zu dokumentieren und so die Rettungsbemühungen zu unterstützen. Das Team beschloss, den Gesundheitszustand des Leopardenjungen direkt vor Ort zu untersuchen. Dies war ein seltener Fall, in dem sie Zeugen wurden, wie ein Raubtier aktiv Hilfe von Menschen suchte. Daniel hielt dem Leopardenjungen, das vor Erschöpfung nach Luft schnappte, vorsichtig eine kleine Schüssel Wasser ans Maul. Nach kurzem Zögern begann es, in kleinen, schwachen, aber gierigen Schlucken zu trinken. Das kühle Wasser half dem Leopardenjungen, sich unter der intensiven Mittagssonne etwas wacher zu fühlen. Samuel untersuchte die Wunden an den Beinen und Rippen des Tieres sorgfältig mit Handschuhen. Glücklicherweise gab es keine Anzeichen für Knochenbrüche oder schwere Verletzungen. Die Kratzer waren lediglich kleinere Verletzungen, die bei der Flucht durch den dichten Dschungel entstanden waren. Daniel sprach weiterhin leise, um das Leopardenjunge zu beruhigen. Das Leopardenjunge klammerte sich nicht mehr fest an sein Bein, stand aber immer noch dicht neben ihm, als suche es Schutz. Das Team bereitete schnell einen speziellen Transportkäfig vor, um ihn zurück zur Rangerstation zu bringen. Das einzige Ziel ist es jetzt, die absolute Sicherheit dieses kleinen Lebens zu gewährleisten. Shadow gewöhnte sich allmählich an die sichere und ruhige Umgebung in der Rangerstation des Reservats.
Daniel besucht Shadow jeden Tag und erkundigt sich sorgfältig nach seinem Gesundheitszustand. Shadow begann, rohes Fleisch zu essen und hatte im Vergleich zu den ersten Tagen einen merklich gesteigerten Appetit. Sein schwarzes Fell wird mit der Zeit sauber, dicht und glänzend. Die kleineren Wunden an seinem Körper heilten unter der sorgfältigen Pflege des Tierarztes allmählich ab. Shadow hat keine Angst mehr vor Menschen wie früher und wirkt sogar recht freundlich. Es saß oft neben Daniel, wenn er kam, um es zu füttern oder nach seinem Befinden zu sehen. Samuel dokumentierte Shadows Genesungsprozess akribisch, um die Rettungsaktion zu unterstützen. Das gesamte Team hofft, Shadows Mutter so schnell wie möglich in freier Wildbahn zu finden. Ihr oberstes Ziel bleibt es, Shadow wieder in die Wildnis zu entlassen. Die Ranger kehrten in das Gebiet zurück, in dem Shadow gefunden worden war, um die Suche nach Spuren der Leopardenmutter fortzusetzen. Sie suchten akribisch nach Fußabdrücken und Aktivitätsspuren, die für ein ausgewachsenes weibliches Leopardenwölkchen charakteristisch sind. Rund um das Gebiet wurden moderne Überwachungskameras installiert, um Bilder aufzuzeichnen. Daniel überprüfte jeden Baumstamm und jeden Pfad, an dem die Leopardenmutter häufig vorbeikommen könnte. Samuel entdeckte im Wald in der Nähe des ausgetrockneten Bachbetts einige größere Fußabdrücke. Dies lässt darauf schließen, dass sich die Leopardenmutter noch immer in der Gegend aufhält. Die Ranger notierten schnell die genauen Koordinaten der wichtigsten Wege. Sie beobachteten die Situation mehrere Tage lang mit äußerster Geduld. Die letzte Fangkamera hat Bilder einer ausgewachsenen weiblichen Leopardin aufgenommen, die sich durch das Gebiet bewegt. Die Hoffnung, dass Shadow und seine Mutter wieder vereint werden würden, begann immer deutlicher zu werden. Shadow wurde in das Waldgebiet zurückgebracht, wo die Leopardenmutter von der Wildkamera gesichtet worden war. Daniel öffnete vorsichtig das Käfigtor, um Shadow nicht zu erschrecken. Shadow trat langsam hervor und musterte seine Umgebung mit wachsamen Augen. Aus der Ferne zeichnete sich die Silhouette der Leopardenmutter inmitten des dichten grünen Laubes ab. Shadow rannte sofort voller Begeisterung los. Mutter und Tochter berührten sich in einem rührenden Moment mit den Nasen. Die Leopardenmutter leckte Shadow sanft über den Kopf, als wolle sie ihn beruhigen und ihre Bindung bekräftigen. Shadow drückte sich eng an den Körper ihrer Mutter, als suche sie nach einem längst verloren gegangenen Gefühl der Geborgenheit. Die Ranger standen schweigend und mit tiefer Rührung aus der Ferne da und beobachteten das Geschehen. Das war der schönste Moment ihrer gesamten Laufbahn im Naturschutz. Shadow folgte ihrer Mutter tiefer in den dichten Wald hinein, wo die Natur unberührt und friedlich geblieben war. Daniel war erleichtert zu sehen, dass Shadow gesund genug war, um in der Wildnis allein zu überleben. Samuel lächelte zufrieden, im Wissen, dass ihre wichtige Rettungsmission erfolgreich abgeschlossen worden war. Die Natur hat Shadow als festen Bestandteil ihres Ökosystems wieder willkommen geheißen. Shadows winzige Fußspuren verhallten allmählich im üppigen Grün des Laubes. Und der Lebenszyklus im Maquena Wildtierreservat setzt sich fort, wie eh und je.